Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Ja, wir haben unser Retopology von unserer Axt erstellt. In diesem Tutorial erstellen wir jetzt unsere Normal Map und da wird unser Low Poly Mesh angewrappt. Wir werden ein Unwrap erzeugen mit Schnittkanten. So, fangen wir einfach mal drauf an. Aber bevor wir anfangen, müssen wir jetzt die Modifier applyen. Fangen wir gleich an. Applyen. So. Im Edit-Modus. Schauen wir uns das mal an nochmal. Ja. Okay. Alles gut. So. 1, Frontmodus. So. Bevor wir loslegen, habe ich was bemerkt, das wollte ich euch eben zeigen. Wir haben unser Low Poly Mesh von unten mit einem Circle angefangen. So, hier unten und dann nach oben extrudiert. Jetzt haben wir nicht aufgepasst, weil, wenn ihr hier mal rüber schaut, hier raufklickt und dann Face Orientation. Das ist die Orientierung unseres Normal Meshes. Ja, wenn wir hier drauf drücken, sehen wir, ist es jetzt komplett rot. So. Aber innen ist es blau. Wir brauchen, die Außenseite eines Meshes ist blau. Der Innenbereich ist rot. Also sozusagen ist unser Low Poly Mesh gerade jetzt verkehrt modelliert worden. Ja? Also spiegelverkehrt. Wie können wir es lösen? Ganz einfach. Edit-Modus. A. Alles selektieren. Und dann die Alt-N. Recalculate Outside. Das erzeugt dann komplett der flippt sozusagen die Mesh nach außen hin. So. Jetzt ist es blau. Jetzt können wir damit arbeiten. 1. Jetzt können wir hier die Face Orientation wieder ausschalten. So, jetzt brauchen wir weitere Fenster, weil wir ein Unwrap machen wollen und den Shade Editor für unsere Normal Map Textur. Okay, dann ziehen wir uns mal nicht so, wartet mal, kleinen Moment. Lieber so. Okay. Und eins von oben hier. Genau. So. Hier kommt unser Shade Editor rein. Und hier kommt unser UV Editor. So, jetzt müssen wir anfangen, unsere Schnitte in unser Low Poly Mesh zu schneiden. Dann gehen wir auf Edit-Modus. Da ist unser Holzgriff, da ist unser Stoff sozusagen und da müssen wir jetzt überall Schnittkanten machen. Dann gehen wir auf Alt-Taste, nehmen wir einen höher, dieser hier. Hier fängt unser Holzgriff an, sagen Steuerung E, Mark Seam. Mark Seam. So. Dann hier eine Schnittkante. Mark Seam. Hier eine Schnittkante. Mark Seam. So. Das ist die Axt. Griff, Griff, Stoff, Schnitt. So, jetzt wollen wir noch eine Linie in der Mitte. Genau. Mark Seam. So, schauen wir nochmal. Jetzt wollen wir auch noch hier von unserem Holzgriff die Enden nochmal extra. Mark Seam. Mark Seam. Ja, genau. So sieht es eigentlich schon gut aus. Okay.
1. Ich gehe mal auf Face Select. Selektieren wir jetzt komplett alles. Unwrap. Okay. Den Abstand könnten wir eigentlich ein bisschen noch vergrößern. Hier. Das sind die Abstände zwischen den einzelnen Elementen. Gehen wir auf 0,16. Genau. Ja, wir klicken mal hier diesen Element hier, das rechte. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, die ein bisschen zu platzieren. So. Den ein bisschen tiefer. Den auch ein bisschen tiefer. Ein bisschen hoch vielleicht. So. So. Jetzt können wir den etwas höher ziehen. So, bisschen weiter rechts. Ja, okay. Das sieht schon mal gut aus. Damit können wir arbeiten. So. Die Seitenleiste brauchen wir nicht. Mit N weg. So. Jetzt haben wir den Unwrap erzeugt. Jetzt wollen wir eine neue Textur anlegen. New. Nennen das Ax Normal. Sagen wir 2048. Ja. Genau. Ja, Alpha brauchen wir nicht. Können wir ausschalten und drücken OK. So, skalieren ein bisschen aus. So, okay. So, jetzt haben wir eine Image erzeugt. Hier diesen Bildsymbol anklicken und ziehen wir es rüber. So, das ist eine Non-Color Space. Das stellen wir auf Non-Color, weil wir eine Normal Map erzeugen, weil es eine Vektorgrafik ist. Okay, jetzt haben wir hier, dann gehen wir hier rauf, auf Cycles, skalieren wir runter. In unser Bake-Bereich, das ist hier, haben wir hier verschiedene Optionen, was wir erzeugen können. Normal Map, UV, Rawness, Emit, Environment, Glossy, Division. So, wir brauchen aber unser Normal Map. Dann klicken wir hier drauf. Jetzt haben wir hier unsere Einstellungen schon. Die sind schon voreingestellt. Das können wir auch so belassen. Ist völlig in Ordnung. Klicken jetzt unsere Axt zuerst, weil wir aus unser Sculpt-Objekt, den müssen wir natürlich auch einschalten. Hier. Wie gesagt, wir klicken erst unsere Axt und danach Steuerung unsere Low Poly. In dieser Reihenfolge zuerst die Axt und danach Low Poly. So, und dann gehen wir hier auf unseren Axt nochmal drauf, drücken A, sicherheitshalber, dass alles selektiert ist, und drücken Bake. So, jetzt berechnet der. Warten wir mal ab. Edit-Modus raus. Okay. So, wie ihr seht, hier ist das richtig, aber hier seht ihr den Farbunterschied. Das liegt daran, weil unser Sculpt-Objekt über den Mesh hinausragt. Wenn ihr das mal so seht. Seht ihr das? Hier, da. Das ist unser... Ich gehe mal auf Transparent-Modus.
das ist unser Sculpt-Modell und das ist unser Low Poly. Und dieser Abstand hier verursacht dieses Farbunterschied und das passt nachher nicht. Wie können wir das lösen? Wir werden jetzt auf Frontmodus gehen. Einmal hier Transparent ausschalten. Wir haben hier Select to Active. Hier klicken wir rauf. Hier haben wir eine Option Extrusion. Dadurch können wir den Abstand hier extrudieren, sozusagen, dass er weiter herausragt, wenn er den Normal Map erzeugt. So, dann klicken wir mal hier auf 0,1. Das müsste reichen. So. Jetzt klicken wir wieder unsere Achse, dieselbe Prozedur. Steuerung, Low Poly, Edit-Modus, alles markieren und Bake. Schauen wir uns mal an. Sieht schon besser aus. Sieht schon viel besser aus. Aber hier sind noch ein paar Unehmlichkeiten. Das ist hier der Bereich. Da müssen wir doch etwas vergrößern. Nehmen wir mal 0,015. So. Gehen auf Edit-Modus. Und baken es nochmal. So. Perfekt. Ich sehe, hier ist noch ein kleines Stückchen. Da müssen wir noch ein bisschen näher ran. Machen wir mal 19. Alles markieren. Bake. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, unser Normal Map ist jetzt erstellt für unsere Low Poly Mesh. Hier haben wir Image, da ist ein Stern. Das bedeutet, da ist noch offline. Wir müssen diese Normal Map erst abspeichern. Weil hier, seht ihr das ist ausgeblendet. Wir können es noch nicht nutzen. Image, Save As. Ich hatte hier schon einen erstellt. Den überschreiben wir einfach. So, jetzt ist das aktiv. Jetzt können wir auch diese Normal Map sozusagen einsetzen. Shift A, Vektor, Normal Map. Von Normal hier rüber. So, jetzt klicken wir mal unsere Achse hier weg, die brauchen wir nicht. Gehen auf Shading. So, das sieht ja richtig gut aus. Ja, super. Dadurch, weil wir jetzt unser Normal Map erzeugt haben, simulieren wir jetzt sozusagen diese Vertiefungen, wie hier. Wir können das natürlich hier etwas verstärken, wenn ihr wieder seht. Ja, perfekt. Ja, das war erstmal ein Tutorial für Normal Map und im nächsten Tutorial werden wir uns dann an unseren Texturen. Da geben wir unseren Achs jetzt unsere Farben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!